Tief sitzende Leistenschmerzen, ein Stechen in der Hüfte oder das Gefühl, dass dein Gelenk blockiert? Das könnte ein Labrum-Riss sein. Ein Riss in diesem Knorpelring kann die Art und Weise, wie deine Hüfte sich bewegt und belastet wird, stark verändern. In diesem Video erkläre ich dir genau, was ein Labrum-Riss in der Hüfte ist, welche Beschwerden damit einhergehen und ich zeige dir gezielte Übungen, die deine Beschwerden lindern und die Beweglichkeit deiner Hüfte verbessern können. Und wenn du jemanden kennst, der gerade mit Hüftschmerzen kämpft, dann sende ihm dieses Video. Es kann helfen, die Beschwerden besser zu verstehen, um sie zu lindern. Wenn wir unsere Hüfte bewegen, sorgt ein kleiner Knorpelring, das sogenannte Labrum, dafür, dass alles rund läuft. Er sitzt wie ein kleiner Dichtungsring am Hüftgelenk und hilft, dass deine Oberschenkelknochen gut im Becken bleibt. Kommt es zu einem Riss in diesem Knorpelring, verändert sich die Art und Weise, wie deine Hüfte belastet und bewegt wird. Das kann zu Schmerzen in der Leiste beim Gehen, Treppensteigen oder beim Sport führen. Ein Labrum-Riss kann durch verschiedene Ursachen entstehen. Manchmal passt die Form des Oberschenkelknochens und der Hüftpfanne nicht optimal zusammen. Dann kann das Labrum, der kleine Knorpelring am Gelenk, bei Bewegung wie Beugen oder Drehen der Hüfte zwischen den Knochen eingeklemmt werden. Das kann im Laufe der Zeit zu kleinen Verletzungen führen, die irgendwann einen Riss verursachen. Aber auch akute Belastung wie ein Sturz oder ein kräftiges Dehnen der Hüfte beim Sport können das Labrum direkt überdehnen oder einklemmen. Und nicht zuletzt kann auch eine chronische Überlastung eine Rolle spielen. Wer regelmäßig gleiche Bewegungen macht, wie zum Beispiel Fußball, Tanzen oder extrem viel sitzt, belastet das Labrum immer wieder. Und auch diese kleinen wiederkehrenden Verletzungen können sich irgendwann zu einem Riss summieren. Wenn man einen Labrum-Riss hat, spürt man am Anfang vielleicht nur ein leichtes Ziehen oder ein Klicken in der Hüfte. Bei manchen treten die Schmerzen aber sofort sehr stark auf. Egal ob die Beschwerden nur leicht oder stärker sind, ein gezieltes Training kann den Unterschied machen. Zwar können die Übungen den Riss nicht reparieren, aber sie helfen, das Gelenk stabiler und belastbarer zu bleiben, um deine Schmerzen zu lindern. Und genau diese Übungen zeige ich dir jetzt. Wichtig bei Beschwerden in der Hüfte ist es auch die Stabilität von deinem Rumpf. Und für diese Übung brauchst du dann so ein kleines Handtuch, den du ganz locker zusammenfaltest. Und das legst du jetzt auf den Boden und mit deiner Lendenwirbelsäule, mit der Unterpartie von dem Rücken, legst du dich jetzt auf dieses kleine Handtuch drauf. Deine Beine sollen erstmal gebeugt sein. Als erstes spannst du nun deinen Bauchmuskel so an, dass du die Lendenwirbelsäule gegen diesen kleinen Handtuch drückst. Und diese Spannung solltest du jetzt halten. Also, das Becken bleibt stabil, deine Lendenwirbelsäule drückt gegen den Handtuch und nun geht die Übung los. Du streckst das Bein, das verletzte Bein nach unten, bis du komplett durchgestreckt bist. Und was ganz wichtig ist bei Labrum-Beschwerden, eine Übung, die du nicht machen solltest, ist das gestreckte Bein nach oben heben. Weil aus dieser Position ist meistens der Hebelarm so groß, dass du sofort Schmerzen bekommst. Und dann sind alle anderen Übungen viel zu schwer. Also nochmal, Bauch anspannen, Rückenmuskulatur anspannen, dass die Wirbelsäule nach unten gegen das Handtuch drückt. Dieser Kontakt von deiner Lendenwirbelsäule mit dem Handtuch nicht verlieren. Und jetzt ziehst du das Bein zu dir ran. Die Ferse nach unten gegen den Boden drücken und dann das Bein reinziehen. Ungefähr bis du 60 Grad hast. Übungen, die über 90 Grad rübergehen, lösen meistens Schmerzen aus und die sollen in den ersten Moment vermieden werden. Oben angekommen im ungefähr 60 Grad, dann streckst du das Bein einfach wieder aus. Um das einfach wieder zu dir ranzuziehen. Lendenwirbelsäule stabil halten, Bauch anspannen, Bein bis zu 60 Grad anbeugen und dann
wieder strecken. Am besten ist tatsächlich, wenn du die Übung auf so einer Matte machst, weil der Gummi gibt dir jetzt einen leichten Widerstand und macht die Übung dann intensiver. 20 bis 25 Wiederholungen solltest du von dieser Übung durchführen. Das sorgt dafür, dass du erstmal eine Verbesserung durch Blutung hast von der Muskulatur und gleichzeitig auch die Stabilität von Rumpf, Becken und Hüfte wieder trainierst. 2 Serien davon zu Beginn sind ein guter Einstieg. Die nächste Übung ist ein Unterarmsturz, auch eine Plankübung genannt. Diese Übung sorgt dafür, dass du die Stabilität und die Kräftigung von der gesamten Vorder-, aber auch die hintere Kette von deinem Bein wieder aktivierst. Dafür solltest du dich auf den Boden hinlegen. Deine Arme, die bleiben jetzt gebeugt, Ellenbogen direkt unterhalb von der Schulter, deine Hände nach unten platziert. Aus dieser Position stellst du dann deine Füße auf und hebst dann den Rumpf von dem Boden hoch. Wichtig ist, dass du weder den Popo komplett in der Luft hast, noch den Lendenwirbelsäule so reinfällen lässt. Also in eine Linie von Bauch, Rücken, Hüfte, Knie durchgestreckt, oben bleiben für ungefähr 10 Sekunden und dann den Rumpf langsam wieder abgeben. Und das Ganze solltest du dann 10-mal wiederholen. Also Rumpf von dem Boden hochheben, Gesäß bewusst anspannen, Gesäß an, Bauchmuskulatur anspannen, Knie durchstrecken und oben 10 Sekunden lang bleiben. Diese Übung ist nicht nur gut für deine Hüfte, aber auch für deinen Bauch- und Rückenmuskulatur. Und bei unserer nächsten Übung geht es nun um die Drehung der Hüfte. Viele Menschen, die Hüftbeschwerden haben, haben eine Einschränkung von der Innen- und Außendrehung der Hüfte. Und genau dafür ist jetzt diese Übung. Du kannst sie auch ohne ein Gummiband machen, aber falls du einen hast, machst du die Übung etwas intensiver. Also, das Gummiband solltest du dann direkt unterhalb von deinen Knie platzieren. Du legst dich auf dem Rücken hin und beugst die Hüfte jetzt in ungefähr 60 Grad Stellung. Als erstes stellst du deine Füße auseinander, so dass deine Füße weit außen sind als dein Becken. Also Füße weit breit als deine Hüfte. Aus dieser Position hast du nun eine maximale oder eine gute Spannung von dem Gummiband. Und jetzt versuchst du, beide Knie in eine Richtung nach unten zu bewegen, Richtung Boden. Auf das Bein, was unten liegt, auf dem Boden, hast du eine Außendrehung der Hüfte und das obere Bein macht nun eine Innendrehung der Hüfte. Halte die Beine so auseinander, dass du die Spannung von dem Gummiband nicht verlierst und dann machst du das Gleiche nochmal in die andere Richtung. Also jetzt die eine Hüfte nach außen drehen, so weit wie du kannst. Ziel wäre Oberschenkel Richtung Boden und das andere Knie auch nach unten Richtung Boden. Achte darauf, dass dein Schulterbereich, aber auch das Maximal, was du kannst von deinem Rumpf, auf dem Boden bleibt. Somit ist die Bewegung hauptsächlich auf die Hüfte fokussiert. Zurück zur Mitte, Beine weit auseinander und dann beide Knie nach unten Richtung Boden bewegen lassen, kurz die Spannung halten, dann zurück zur Mitte und wieder in die andere Richtung. Ziel ist dann wirklich diese Drehung der Hüfte, so weit wie du kannst, einmal nach außen drehen und in der Gegenrichtung einmal nach unten drehen. 10 bis 12 Wiederholungen solltest du von dieser Übung durchführen und das in jeder Richtung. 2 Serien davon wäre optimal. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen willst, wie du von zu Hause aus Übungen machen kannst, um deine Schmerzen zu lindern, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Inputs für deine Gesundheit. Die nächste Übung dient zur Stärkung der Gesäßmuskulatur. Bei einem Labrumriss ist es auch wichtig, dass deine Gesäßmuskeln kräftig genug sind, um das hintere Teil von dem Gelenk gut zu stabilisieren. Und dafür kannst du diese Übung machen.
wenn möglich mit so einem Terraband. Das Gummiband solltest du dann um deinen Fuß drumherum wickeln. Und du ziehst es einmal nach vorne und lehnst deinen Oberkörper auf einen Stuhl oder einen kleinen Hocker oder das, was du gerade zu Hause hast. Wichtig dabei ist nun, dass der Lendenbereich jetzt stabil ist und abgestützt ist auf ein Möbelstück. Mit den Händen hältst du dann den Gummiband fest. Am besten ist etwas drüber lehnen, weil du dann ein bisschen mehr Bewegungsradius hast. Dein Knie ist angebeugt und auch deine Hüfte ist angebeugt. Schau mal nach, wie weit du in die Beugung reingehst, weil normalerweise Beugung über 90 Grad Beschwerden machen. Und aus dieser Position streckst du nun das Bein, das Knie nach oben, bis du in eine Linie bist, was das Knie, Becken und Lendenwirbelsäule angeht. Bei dieser Übung solltest du darauf achten, dass du das Knie bzw. die Hüfte nur so weit streckst, bis du in eine Linie bist, aber nicht noch weiter nach oben. Dieses nach hinten könnte dann zu viel Zug auf dem Labrum bzw. Beschwerden auslösen. In die Beugung wieder reinlassen und dann wieder strecken, bis du in eine Linie bist. Diese Übung ist jetzt deutlich schwerer für die Hüfte, entlastet bzw. unterstützt deine Lendenwirbelsäule. Wenn du etwas stärker bist, könntest du die gleiche Übung auch ohne das Anlehnen machen. Weiterhin das Gummiband um den Fuß drumherum, die Ende vorne festhalten. Nun ganz bewusst Bauch- und Rückenmuskulatur anspannen, damit du nicht in Hohlkreuz fällst und aus dieser Position die Hüfte dann strecken, bis du in eine Linie bist und wieder zurück in die Beugung. Strecken nach oben bis eine Linie und dann wieder in die Beugung rein. Hier musst du aber sicherstellen, dass dein Lendenbereich stabil bleibt und dass du nicht in eine Überstreckung der Hüfte reingehst. 10 bis 12 Wiederholungen solltest du hiervon durchführen und wenn möglich 2 bis 3 Serien davon. Und bei der letzten Übung geht es nun um die Stabilität vom Becken, Lenden und vor allem der Hüfte. Bei dieser Übung ist das Schwierigste, die Kontrolle zu halten, als die Bewegung an sich auszuführen. Du solltest dich neben eine Wand hinstellen. Du kannst auch gerne mit einer Hand an der Wand festhalten. Wichtig ist, dass dein Rumpf gerade bleibt. Und aus dieser Position versuchst du nun das verletzte Bein, in dem Fall das rechte, in eine Diagonalbewegung zu führen. Nach vorne, über das Gesunde rüber, ohne das Becken hier zu drehen. Also rein eine Hüftbewegung nach vorne, über das gesunde Bein rüber und dann zurückführen, nach hinten, auch nach außen. Wichtig ist, wenn du das Bein jetzt halt nach hinten bringst, dass du die Lendenwirbelsäule nicht in Hohlkreuz bewegen lässt. Wieder eine Diagonalbewegung nach vorne, über das gesunde Bein. Das Becken bleibt gerade und soll auch nicht abkippen, sondern in eine Linie bleiben und dann kontrolliert wieder nach hinten führen, ohne in Hohlkreuz zu fallen. Und diese Pendelbewegung von vorne und hinten solltest du dann von 15 Mal wiederholen und 3 Serien davon. Das gleiche nochmal von vorne. Wenn du das verletzte Bein nach vorne führst, bringe das Bein in eine diagonale Bewegung über das gesunde Bein nach vorne rüber. Hier bleibst du gerade und auch nicht runterkippen. Und wenn du das Bein nach hinten bringst, nicht in Hohlkreuz bleiben. Hier solltest du keine Spannung spüren, sondern gerade Linien nach hinten, Bauch anspannen, Becken gerade und dann wieder gekreuzt nach vorne hin. Die Kontrolle über diese Übung bzw. über die Bewegung wird dafür sorgen, dass die Muskulatur gleichmäßig aktiviert wird von Bauch, Gesäß, Rücken und Hüfte. Und dadurch können dann halt Überbelastungen reduziert werden.
Diese Übung sorgt dafür, dass du die Stabilität trainierst auf das betroffene Bein, aber gleichzeitig hast du auch ein Training für dein Standbein. Wenn du versuchst, die Übung sauber durchzuführen, wirst du in beide Hüfte auch die Übungen merken. Und das sind 5 Übungen für die Behandlung von Schmerzen wegen einem Labrumriss. Ich hoffe, die helfen dir weiter. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!